Im letzten Video haben wir noch wegen massiver Preissenkungen bei Command & Conquer Spielen gemutmaßt, jetzt haben wir Gewissheit. EA startet einen bemerkenswerten Klassiker-Sale auf Steam, der euch Top-Titel teilweise unter 2 Euro um die Ohren haut. EA bringt damit aber auch Spiele wie Dungeon Keeper erstmals auf Steam und befreit sogar alle Titel vom EA bzw. Origin Zugang. Grund genug, uns das daher mal genauer anzuschauen. Vorab, dieses Video hier soll keine plumpe Werbung für EA sein, denn mal ganz unter uns, ich kann dieser Firma gar nichts ab. Trotzdem ist das, was jetzt auf Steam passiert ist, absolut bemerkenswert. Der sogenannte Electronic Arts Spieleklassiker Sale wird von der Command & Conquer Ultimate Collection angeführt, die dieses Video bereits alleine rechtfertigt. Hier erhaltet ihr im Set jedes jemals veröffentlichte Command & Conquer Spiel inklusive aller Add-ons, lauffähig auf aktuellen Windows-Betriebssystemen out of the box. Damit aber nicht genug, wurden alle Titel laut EA-Producer Jim Vasella, der intern für die C&C-Serie zuständig ist, in Zusammenarbeit mit einem kleinen Teil der Modding-Community überarbeitet. So wurden bei allen Titeln der lästige Origin-Zwang entfernt, die Kompatibilität für Windows 11 sichergestellt und sogar die beiden Karteneditoren Final Sun und Final Alert 2 ergänzt und überarbeitet. Ob und in welcher Form der Multiplayer funktioniert, ist mit Redaktionsschluss dieses Videos aber noch nicht abschließend geklärt. Da aber die Modding-Gruppe um CNCnet involviert ist, die seit Jahren einen Online-Multiplayer-Betrieb für alle Titel bereitstellt, ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch. Generell, wenn ihr das noch nicht kennt, schaut unbedingt mal völlig unabhängig hiervon bei cncnet.org vorbei. Kommen wir zum Preis. 9,88 € für alles. Also wirklich alles ist ein brutal gutes Angebot und eigentlich ein No-Brainer. Sofort kaufen, Leute! Des Weiteren hat die Aktion nun auch erstmals beide Dungeon Keeper Titel auf Steam gespült. Beide Alltime-Klassiker erhaltet ihr somit aktuell dort für jeweils 2 €. Nach Ende der Rabattaktion dann für 4,99 €, wie zum Beispiel auch bei GOG schon seit Jahren. Leider scheint man sich aber hier nicht so viel Mühe gegeben zu haben, zumindest wurde die Community offensichtlich nicht mit einbezogen. Ihr müsst also für beide Spiele erst diverse Mods installieren, um diese vernünftig lauffähig zu bekommen. Das ist aber an sich kein Problem und maximal nur ein bisschen lästig. Daher habe ich zu beiden Spielen seit längerem Tutorials im Angebot, die ich euch hier gerne nochmal verlinke. Zusätzlich gibt es mittlerweile auf Reddit einen ausführlichen Guide, der eventuell aktueller ist und ich euch deshalb ebenfalls mal in die Videobeschreibung packe. Neben Dungeon Keeper haben es auch alle 3 Teile der Bullfrog Populous-Serie nun auf Steam geschafft, die ihr ebenfalls für jeweils 2 € erwerben könnt. Die Populous-Serie stammt aus einer Zeit, in der der Ex-Kultdesigner Peter Molyneux noch cool war und sich hier bereits die Ideen zum späteren Dungeon Keeper und Black and White entwickelten. Hier braucht ihr aber einen nostalgischen Bezug, anders werdet ihr nicht mehr reinfinden. Also gegebenenfalls die Finger davon lassen, wohingegen alle, die damit groß geworden sind, jetzt wahrscheinlich feuchte Augen vor Freude haben könnten. Genau das gleiche gilt auch für Sid Meier's Alpha Centauri, welches unbestritten ein Klassiker ist, aber einfach eher nicht gut gealtert ist. Auch hier ab sofort für 2 € als Planetary Pack zu haben. Um die Liste voll zu machen, hat es dann noch SimCity 3000 aus dem Jahr 1999 in seiner Unlimited Edition für ebenfalls 2 € auf Steam geschafft. Ob man das heutzutage noch braucht, aufgrund der viel besseren Alternativen, überlasse ich dann aber ganz euch. Jedenfalls ist die Version komplett in Deutsch und auch hier extra lauffähig gemacht worden. Mehr solltet ihr aber ohnehin nicht erwarten. Last but not least gibt es mit The Saboteur den einzigen Shooter in dieser Aktion, der damit irgendwie gar nicht so wirklich zum Rest passen mag, aber gut. Der Klassiker, der ursprünglich 2009 für PS3 und Xbox 360 released wurde, ist ein Open-World-GTA-Mix, der am ehesten an die Mafia-Serie erinnert
und auch vom Preis her der teuerste Artikel mit aktuell 4,99 € ist. Also teuer in Anführungszeichen. Laut den ersten Steam-Rezessionen wird das Spiel aber durch die Bank abgefeiert. Es scheint also durchaus seine Daseinsberechtigung zu haben. Ich habe mir direkt mal die Command Conquer Ultimate Collection gegönnt, mit welcher ich euch garantiert demnächst im Twitch-Stream nerven werde. Wollt ihr euch auch was davon? Die extremen Rabatte gelten noch bis zum 21.03.2024. Einige C&C-Titel bleiben sogar dauerhaft so günstig und natürlich auch dauerhaft auf Steam verfügbar. In diesem Sinne, frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Crazy, isn't it?